Herzlich willkommen zu der letzten Folge von Ueli on Tour, einem Fangisspiel durch die ganze Schweiz. Der Micha und der Gianni sind mit 11 Uelis und der Flagge in Sursee gestrandet. Der Jan und Flavia sind in Luzern angekommen und der Dorian und ich in Olten. In 5 Stunden ist das Spiel vorbei. Wenn bis dann keine Gruppe ans Ziel gekommen ist, zählt, wo die Flagge am nächsten ist. Aktuell ist sie in Sursee und damit am nächsten von Montreux, was am Jan und der Flavia ihr Standort ist. Der Micha und der Gianni müssen also dringend Uelis verdienen, der Dorian und ich müssen die Flagge mindestens auf Luzern bringen und der Jan und Flavia müssen dafür sorgen, dass die Flagge nicht weiterkommt. Übrigens, falls ihr uns nicht kennt, das ist eine Produktion von unserem Podcast Limoncello. Soll ich mal einziehen? Ziehst du eine? Citizen Kane schätzt die Einwohnerzahl des aktuellen Ortes. Wenn eure Schätzung sich um nicht mehr als 20% von der Lösung unterscheidet, gilt die Challenge als bestanden. Jetzt müssen wir mal zuerst pragmatisch vorgehen. Zürich hat mehr als 400'000 Einwohner. Ja. Also Sursee hat nicht mehr als Das heisst, 50'000. Luzern selber hat vielleicht so 106? Maximal. Nein, ich sage weniger. 200'000. Nein, weniger. Weniger? Die zweitgrößte Stadt ist irgendwie Basel mit 190'000. Ich würde sagen so wie 40. 34. Ja. 30, 40. Machen wir mal 40. Jetzt Sursee. Kleinstadt in der Schweiz. Okay. Bevölkerung 8000. What the fuck? Sursee habe ich immer gedacht, das ist so ein grosses Ding. Aber in dem Fall. 20 Minuten warten. Wir warten jetzt 20 Minuten. Wir haben jetzt genau 12 Uhr. Wie ist der Laie erkannt? Sind wir in Luzern. Jetzt ist da schnell zeigen. Die K-Quelle ist da. Die Motivation ist gar nicht so hoch. Ja, wir sind auf dem Energielevel gerade ein bisschen tief. Sehr tief. Weil der Micha und der Gianni sind aktuell in Sursee und buttern wahrscheinlich Challenge und Challenge hier. Wir schauen, da steht niemand drin, wenn ich es richtig sehe. Nice. Da kommt jemand raus. Ja, aber niemand. Nein, nein. Das ist nicht der Jan. Und dann jetzt die anderen zwei. Gut, am 18. hätten sie theoretisch einen Zug, der auf Zug fahren würde, wo wir das Gefühl haben, könnten sie vielleicht auch noch nehmen. Und auf den pokern wir eigentlich noch ein bisschen, dass wir dann dort einsteigen können und sie unterwegs fangen. So, wir haben jetzt 20 gehabt. Wir müssen uns jetzt konzentrieren auf das Challenges lösen, weil wir haben viel zu wenig Credits. Du kannst gerade schon ziehen. Gran Torino. Findet ein schweizerisches Autokennzeichen mit 4 Ziffern oder weniger. Wir sind neben einem Parkplatz. Ein schweizerisches. Perfekt. Ja. Jetzt sind wir halt in Luzern. Luzern ist relativ viele Einwohner. Da gibt es eher grosse Kennzahlen. Das wäre jetzt vielleicht so etwas, wenn wir in einem kleinen Kanton wären. Wenn wir irgendwie in Uri wären, wäre die Challenge ein bisschen einfacher. Da haben wir einen mit 5. Ja. Lange aber nicht. Da hat es keine. Die tut auch nicht, oder? Dürfte zählen nicht, oder? Dürfte nicht. Steht Autokennzeichen. Mit 5. Einen gefunden? Echt? Ja. Geil. Geil. Perfekt, gehen wir gleich weiter. Kann ich die Challenge noch mal schnell lesen? Ich bin jetzt paranoid mit diesen Challenges, dass wir es auch immer richtig lösen. Also wir sind kurz vor Sursee. Ja, genau. Ich suche gerade nach einem Bus, wo gerade zu ihrem Ort nach Sursee geht, wo wir dann sie gerade abfangen können. Die Flagge ist am Michelin. Schön am Michelin. Und jetzt haben wir natürlich den Kinomodus drin, das heisst, es fokussiert mega scheiße. Der letzte räumt die Erde auf, findet 4 PET-Flaschen, die von anderen Personen auf den Boden geworfen wurden, und entsorgt sie in einem PET-Abfall. Ich habe PET leider, aber gleich Abfall. Nehmen wir den gleich mal mit. Da haben wir irgendetwas Styroporkugeln. Wieso versuchen wir keine Styroporkugeln? Jetzt sind wir ein bisschen weg von der Bushaltestelle, damit wir nicht gerade offensichtlich erkennbar sind, und lösen die nächste Challenge. Nimm mal die oberste. Ja. Oh. Das ist ein 80er. Tree of Life. Umarmt in einem Park insgesamt 10 verschiedene Bäume.
Mal schauen, ist das hier vorne nach dem Park? Das ist die Challenge, die wir vorhin wieder zurück in die Peak da haben. Luzern ist eine mega saubere Stadt. Also da, wo wir jetzt gerade sind, vor dem KKL. Zwar cool, dass Luzern so sauber ist, aber könnt ihr nicht einfach, wenn wir da sind, schon ein paar PET-Flaschen am Boden? Wir hätten das an der Street Parade machen. Ja, wir die Street Parade können. Obwohl die trinken keine PET-Sachen, sondern Ja, nur mehr, die Dosen. Also wir haben jetzt hier ein kleines Gärtchen, man könnte sagen Pärkchen, aber wir haben jetzt gegoogelt, steht Alterszentrum Garten. Und darum ist es nicht ein offizieller Park, darum wollen wir das jetzt mal nicht zählen. Aber ich habe eine gefunden. Da wird eine gefunden. Glühwein. Sie war hier im Gebüsch, am Boden. Eine, noch 3. Es kommt langsam wieder. Wenn wir den haben, haben wir wieder 80. Dann haben wir eigentlich alles, was wir verloren haben, wieder zurückgeholt. Und alle anderen warten wahrscheinlich in Luzern auf uns. 2. Oh. Gut. Das ist eine schwierige Challenge. Okay, Sursee-Bahnhof. Okay, ich glaube, ich habe den Bus. Wir sind jetzt bei Sursee angekommen. Wir gehen jetzt auf den Bus Richtung Sursee Altstadt. Ja. Und dort fangen wir dann den Micha und den Gianni. Sauber. Also ich muss sagen, nur schon, dass der Jan sie noch nicht gefangen hat, ist ja schon wir mal... haben die ganze Zeit darüber geredet, dass wir im Nichts sind. Wir sind weg vom Fenster. Ja. Die ganze Zeit, jetzt sind wir wieder da. Wir sind einfach wieder da und in dieser Zeit ist nichts passiert. Ist nichts passiert. We join the party. Das ist We are das joining the Wichtigste. party. Jetzt brauchen wir Energie. Jetzt gibt es gar kein Pardon mehr. Danke. Das ist der Park, oder? Das ist der Park. Das ist schon wieder Bäume. Also da vorne ist offiziell der Park. Gehen wir nicht führen. gehen wir ab- Ich tue Bäume umarmen, ja. Dort hat es eine riesige Gruppe von Leuten. die Ja, am den Tisch umarme ich sitzen. jetzt gerade als erstes. Das ist gut. Das do it for the money shot. Okay, 1 von 10. Eins. Gut. Wir sind wieder aus dem Bus ausgestiegen. Der Bus wird zu weit vorgefahren. Genau. Wir laufen, sind wir besser dran. Und jetzt versuchen wir ihnen einfach entgegenzulaufen und in einem strategisch guten Moment uns vielleicht verstecken oder so. 2. Okay. Da ist ein Baum da. Das ist ein kleiner Baum, ja. Ich höre da schon. 3. Ich höre die ganze Rentnergruppe schon lästern. Also Instagram. Ich hoffe einfach, dass die Flavia und der Jan noch nicht unterwegs sind, da irgendwo in Sursee. Und falls doch, dann sehen wir jetzt einen Schnitt zu ihnen. Nein, nichts. Ah, doch. 1, 2, 3. Wow. Hey, wir haben sogar die Challenge übertroffen. Einfach. Ist das Olivenöl? Ah nein. Kein Olivenöl. Warte, wir haben die auch da drin. So. So machen wir das gut. Ja, aber Bonuspunkte haben wir keine bekommen dafür. Machen es für die Umwelt. Da hat es auch noch mehr Sachen. So, die Promenade am Wasser nach, die ist einfach wirklich sauber. Dort Ja, aber ist- im Gebüsch nicht. Also hätten wir Aludosen sammeln, dann wären wir wären wir schnell fertig gewesen. gewesen. Aber ich habe das Gefühl, so am See vorne schauen die Leute auch eher, dass es nicht am Boden kommt. Und es geht vielleicht eher mal noch jemand durch, um Sachen zusammenzunehmen oder so. Als jetzt da so ein bisschen in der Stadt. 5. Der da. Der da. Ja, den hole ich nachher auch noch. Den hole ich nachher auch noch. 6. Den hole ich mir auch noch. Das 7, der ist kleine herzig. Bäumchen dort rein. Ja, schau da, wir gehen jetzt da noch. 8. 8. Do it for the money shot. 9. Ja, noch der. Wir machen den auch noch, einfach, dass wir sicher sind. Genau, falls der aus dem Park ist, 10. Geben wir ruhig da noch Selfie. Oder falls wir falsch gezählt haben. 11. Hey Gianni, give me 5. Boom. Perfect. Gianni, du kannst da etwas ziehen. Du kannst dir was ziehen. Da. Oben. Organisiert einen Ballon und haltet ihn 5 Minuten lang in der Luft. Ist natürlich super, dass wir heute Sonntag haben. Da kann man natürlich auch super einen Ballon kaufen. Das ist wirklich jetzt gerade blöd. Das wäre das erste Mal, wo wir ihnen die Fahne abluchsen Ja, wir haben noch nie
Gianni und Micha gefangen. Kommt es zum grossen Sursee-Showdown? Das ist doch jetzt die Frage. Und jetzt gehen wir läuten bei jemandem, ob sie einen Ballon für uns haben. Weil die Läden alle zu haben. Guten Tag. Wir machen eine Schnitzeljagd und brauchen einen Ballon. Ja. Haben Sie allenfalls einen Ballon daheim? Ja, ich habe einen Ballon. Boah, das wäre super nett. Das sind ganz außergewöhnliche Wünsche. Ja. Wir wollen eben so Challenges lösen. Und es ist Sonntag und nichts hat offen. Dann haben wir gedacht, Nein, ich habe da schon mal. Ich weiß nicht, was ich das brauche. einfach einen Ballon. Super. So einer ist perfekt. So ein? So einer ist super, ja. Super. Farbe ist auch Danke gut, vielmals. oder? Ja, ja, die Farbe ist super. Also noch so eng da. Danke. Ja, merci für die Hilfe, danke. Danke vielmals. Schönen Sonntag. Wieder schauen. Es windet. Das ist ein bisschen blöd. Ja, aber also, wir werden ja wohl noch einen Ballon in der Luft behalten. Machst du allein oder müssen wir beide? Ich mach mal alleine Go. Schritte. Go. Ich muss wahrscheinlich auch einfach einmal für den Shot. Ja. Okay. Wir laufen gerade parallel von einer Straße ihnen entgegen, dass sie uns nicht von weitem sehen können. Yes. Der Überraschungsmoment ein bisschen besser ist. Wenn wir es nicht schaffen, dann müssen wir 20 Minuten sitzen bleiben. Der Jan und Flavia, das sind Hitzköpfe. Die zeigen immer voll rein. Aber wir sind Strategen. Wir nutzen auch mal eine Schifffahrt. Glas hat es da gar nicht. 2, 3, 4, 5. Gut, und wegen dem Glas schauen wir noch. Top, in dem Fall. Macht Spass? Ja, Sagst du, wenn du nicht mehr magst, dann übernehme ich. Ja? ja, ist gut. Also wir warten auf eine Ecke, sie durchlaufen, dann holen wir sie. Okay. Oh boy. Achtung, Auto, bringen rüber. Geschafft? Ja. You did it. Die machen so viel Geld für den Sursee. Ich kann direkt. Wahrscheinlich können die nachher wirklich direkt fahren. Aber, weil wir jetzt unsere 2-Tages-Challenges gemacht haben, Mittag haben, müssen wir jetzt Richtung Sursee, weil sonst fahren die uns davon. Also viel mehr als dann am Schluss auch in unsere Richtung fahren. Wenn sie bis um 6 Uhr nicht runterschaffen, dann zählt ja, wer am nächsten bis zum Zielort ist. Sie machen leider nicht den Weg, den wir geplant haben. Jetzt müssen wir hier nachjustieren, damit wir wieder... wir wollen ihnen halt nicht nachrennen, sondern wie um eine Ecke herum verwutschen, damit sie keine Chance haben, zum davonrennen. Wir sind uns am Überlegen, wir könnten halt theoretisch jetzt probieren, doch weiter auf Luzern zu kommen. Aber für den Moment haben wir gedacht, holen wir uns besser noch mal eine Challenge, probieren sie noch mal. Ich sage noch eine und dann kommen wir los. Ja, dann probieren wir mal weiterzukommen. Da. Der Joker findet eine Treppe mit mindestens 40 ununterbrochenen Stufen. Du, wir haben Zeit. Kommt denn niemand? Ja. Will denn niemand? Das ist jetzt aber auch wieder die Frage. Angenommen, wir schauen jetzt, das ist halt flach, das Haus ist flach. Ja. Ich bin nicht sicher, ob es so einen Stegen gibt. Dort hinter dem Hügel irgendwo sind sie. Das heisst, sie können es recht gut sehen. Sie sind hinter dem Hügel, hinter dem Gebäude dort hinten. Schau, nein, sie laufen zu führen. Wir sind Ja, dort. Das ist wie gefährlich, sie laufen führen. Ist alles nicht so einfach hier. Genau, da hinten hat es so ein grosses Gebäude. Jetzt gehen wir dort mal schauen, ob das etwas wäre. Der Vorteil, wenn wir da durchlaufen, ich habe das Gefühl, die kommen alle eher von dort hinten. Die denken jetzt nicht, dass wir da vorne gehen. Weil eigentlich da vorne hat es nichts. Ja. Ey, angenommen, wir würden es schaffen, nicht gefangen zu werden, hätten wir, wenn wir jetzt diese Challenge nachher haben, halt wirklich genug Geld, um richtig weit zu kommen. Genau. Halt, ich komme zurück. Oh nein, das ist Velofaller. Oh mein Gott. Oh mein Ich Gott. dachte, du hast auf die Map geschaut. So, jetzt, wir machen noch eine Challenge und dann schauen wir dann sicher mal, wie wir ein bisschen Richtung Tessin weiterkommen. Oh, dort hinten sind sie. Dort hinten sind sie. Wir gehen hier von Quartierstraße zu Quartierstraße. Dort sind sie. Was? Dort vorne sind sie.
Wir sind gerade die ganze Zeit. Sie versuchen am Einschliessen, aber sie sind irgendwie schnell. Wir geben uns das Beste. Es kommt einem im Moment so vor. Als ob sie wissen, wo wir sind. Ja. Andere würden jetzt rennen. Wir wollen eigentlich strategisch vorgehen. Und es ist nicht möglich, sie sind jedes Mal anders abgebogen. Ja. Sie sind jedes Mal die richtige Lösung genommen. Im Sursee sind wir. Im Sursee. Und zwar haben wir den Eindruck, dass gerade zwischen der Gruppe von Gianni und dem Nick eine wilde Verfolgungsjagd läuft. Weil der Gianni und der Micha laut dem Live-Standort die säcken irgendwo im Zeug umeinander. Und anstatt dass wir uns da jetzt ins Getümmel stürzen, sitzen wir jetzt hier in Sursee und ein bisschen warten. Schau, sie suchen die Busstation. Ich renne. Du rennst? Ja. Sollte das nicht sollen? Was? Ja. Wieso sind wir... Wir haben eine Challenge gemacht. Wir sind Wir sind uns seit etwa einer halben Stunde. wir haben die ganze Zeit gedacht, wieso findet ihr uns nicht? Es hat sich angefühlt seit einer halben Stunde, als ob wir wissen, wo wir sind. Wir haben die immer ganze genau Zeit- den Weg genommen, wo wir gedacht haben. Wir können euch machen wir umkreisen. Aktuell ist Sursee am nächsten bei Montre. Das heisst, wir müssen einfach schauen, dass wir noch mehr Richtung Bern kommen. Also wir haben unsere Stege-Challenge mit 40 Stufen haben wir versucht, hier in diesem Spital zu machen, weil das ja recht viele Stufen hat. Aber es sind nie 40 Stufen am Stück, weil es immer wieder so Plattformen sind. Darum ist es fast nicht lösbar hier in Sursee. Wir können sie auf jeden Fall annullieren. Wir sind jetzt aber auch gerade gefangen worden von Nick und dem Dorian. Das heisst, wir setzen jetzt den Runners Nein, Empfänger-Challenge einsetzen und müssen dafür nur 20 Minuten warten. Jetzt können wir Jetzt gehen wir gut ins Resti, unser schönes Schnitzel Gonzala reinpacken. Es ist ja bekanntlich Sonntag. Sonntagmittag, 1:30. Und in Sursee sind wir jetzt einfach gefangen. Weil es gibt keinen Bus und nichts, der uns irgendwo anbringen will. Wir sind einfach in diesem Sursee und es fährt nichts. Ausser natürlich der Zug, aber da haben wir jetzt 23 Minuten, bis wir überhaupt mal dort sind. Auf jeden Fall, wir ziehen jetzt eine schöne Challenge und mal schauen, was dabei rauskommt. Gran Turismo. Bewegt euch auf direktem Weg zu einer Highlight-Sehenswürdigkeit der Grand Tour of Switzerland. Genau, die nächste Grand Tour of Switzerland Destination wäre in Luzern. Ja. Wir haben jetzt gar nicht geschaut, was es ist, aber ich gehe mal davon aus, Löwendenkmal oder Ja, so. Irgendein voll, Scheissdreck. Das heisst, es hat uns gar nicht gebracht, eine zu ziehen. Ja. Ausser, dass wir jetzt keine andere Unser Challenge Ziel war ja, in machen. Sursee jetzt Zeit überbrücken, indem wir etwas Nützliches machen. Genau. Aber wir müssen ja weg von Sursee, das heisst, wir müssen jetzt einfach wirklich da im Scheiß rumeiern Voll. und nichts zu tun haben und warten, bis irgendwann die ÖV viel zu spät kommt, wenn alle schon uns fangen können. Da vorne ist der Bahnhof. Ich persönlich glaube nämlich, dass da vorne der Jan und Flavia mit einem feinen Kaffee in der Hand, einem guten Butterbrötchen auf uns warten und die Flagge sehr gerne in Empfang nehmen. Der Nick und der Dorian sind auf dem Weg dafür und wir hoffen, wir können sie abpassen. Wir warten jetzt in der Unterführung, dass genau, sie uns nicht sind. Und es hat eben eine Unterführung und man muss an uns vorbei. Dorian mag auch nicht mehr so. Ich auch nicht. Gehen wir da schnell hinterher. Da sind wir gefangen worden. Ah, ich sehe es. Wo sind sie? Sie rennen weg. Gehen wir sie holen? Wir sind wieder am Davonlaufen. Und Dorian, sie rennen sicher. Mensch,
Ja, die rennen immer. Irgendwo kann man doch da sicher in die Garage runter oder so. Sie sind am Bahnhof. Müssen wir jetzt aber rennen, damit wir schneller sind? Ja, Das ist auch blöd. Also 20 Minuten Rennen ist jetzt. Oh Scheiße, Scheiße. Aber wir können den Lift schaffen. Schau mal vor, wenn wir etwas sehen. Da ist er. Oh ja, dort ist er. Er ist weg vom Bahnhof. Wann fährt unser Zug? Am 18 ab. Weiss er das? Ja, wahrscheinlich schon. Wir müssten einen Run machen, so am Viertel ab. Und dann auch in den Zug gehen und hoffen, dass sie es nicht schaffen. Vermutlich, weil der Dorian und ich in einem Gebäude drin waren, hat es unseren Standort nicht mehr richtig angezeigt. Der Jan und Flavia sind drum zum Bahnhof zurück und vor dem Zug gestanden, wo der Dorian und ich nehmen wollten. Der würde auf Luzern gehen. Außerdem säckeln der Micha und der Gianni auch zum Bahnhof und sind schon ganz in der Nähe. Er ist da vorne. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Was machen wir? Sie helfen richtig uns, Wirklich? Ja. Gehen wir runter. Auf dem gleichen Gleis, aber ein bisschen weiter hinten, ist noch ein anderer Zug gestanden, der auf Olten fährt. Rein und im rechten Augenblick wieder raus. Wir wollten uns dort drin verstecken, aber sie haben es gesehen. Vorne haben. Ja, knappe Kiste. Da gehen sie. Kaum haben Jan und Flavia uns gehabt, ist ein Zug gekommen, der auf Genf fährt. Und gerade wo sie abgefahren sind, treffen der Micha und der Gianni ein. Tag zusammen. Es ist nicht gut gelaufen? Nein. Wir sind jetzt schon im Zug, schon ein Zeitchen. Wir mussten zuerst wieder ein bisschen runterfahren. Jetzt haben wir wirklich unser ganzes Vermögen eigentlich fast ausgegeben, dass wir auf das Roma kommen. Wenn jetzt Ja, wir haben noch 3 Stunden Zeit. wie durch ein Wunder, nicht so 3, das sind noch genau 3 Stunden. Wenn jetzt wie durch ein Wunder der Micha noch einsteigen in Bern, hat er durch. Ja, jetzt wird es kritisch. Also man muss dazu vielleicht auch noch sagen, dass wir auch einfach den Jan stoppen und bei der Flavia ist es okay, wenn sie gewinnt. Also, wir sind jetzt in Roma. Fast alles von unseren Ulis ausgegeben. Dann kommen wir 1 oder 2 Busstationen mit, wenn wir nicht, wir wollen Gas geben. Und zwar wollen wir eigentlich möglichst schnell auf Bühl, um von dort auf Vevey kommen, irgendwie, um nachher von dort können auf Mond einfahren. Und ja, wir gehen jetzt da noch schnell ein bisschen über und ziehen die Challenge. Now You See Me macht ein Bild mit einer optischen Täuschung. Könnte man irgendwie füttern, wie ich den Bus so hebe? Wenn ich das so mache? Dorian, Ja. kann ich noch ein Statement von dir haben? Ja, Was sagst du? ich kann nicht mehr. Also, ich habe mittlerweile meine erste Mahlzeit vom Tag.
angefangen. Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir Bus fahren. Mit dem Bus sind wir länger unterwegs. Es kostet weniger, das heisst, es langt uns sicher. Wir können einfach ein bisschen Bus fahren bei uns umeinander und Luftdistanz behalten. Bonjour. Es sieht irgendwie schwer davon aus, dass Jan jetzt nach Bühl will. Und wir sind vor ihm dort. Also, das Ziel ist Bühl. Genau gleichzeitig. Ja, gleichzeitig im Bühl wie er. 17:11 ist das. Er geht mit einem Bus wahrscheinlich. Weil es hat keine Zugverbindung gegeben, die auch in die Richtung will gehen. Ja. Letzte Fangete. Wir haben das feste Ziel, schneller als die zwei Gestalten dort hinten, den Jan zu fangen, damit wir immerhin den letzten Triumph haben. Wir sind tatsächlich jetzt im Final Showdown. Ja. Der Jan ist da am Bühl Bahnhof. Und jetzt versuchen wir einfach so schnell wie möglich ihn zu fangen. Schnappen Sie ihn oder schnappen wir ihn? Er gönnt zwar aber es geht jetzt wirklich nur noch um den letzten Akt. Noch ein bisschen um Ehr und Stolz irgendwie. Ja. Können Sie das, er will unseren Zug? Ich grüße euch. Wisst ihr, wo wir sind? Im Bull. Irgendwas Büll. Ja, also, wir haben jetzt zwar am Schluss die Flagge bekommen, aber sind halt im Büll. Das ist recht nah am Montreux. Ja. Und, Jan und Flavia haben halt jetzt gerade bis vor der Flagge gehabt und sind ganz klar am nächsten an ihrem Zielpunkt mit der Flagge. Heisst, sie haben gewonnen. Ja. Wir sind Sieger vom Herzen, weil wir die Flagge haben am Schluss. Es gibt einen klaren Sieger, wir gönnen euch das. Ja. Machen wir ein allgemeines Winken. Ciao! Ciao! Ob das Bild jetzt gut ist. Das war es mit Ueli on Tour. Falls euch jetzt noch Background-Informationen wundern, also wie wir das alles geplant haben, Ereignisse, die es nicht in die Serie geschafft haben, wo wir geschlafen haben und so weiter, dann aufgepasst! Wir haben eine Behind-the-Scenes-Podcast-Folge aufgenommen, wo wir das 6. ein bisschen über alles rund um die Serie schnacken. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Also, ich muss sagen, das Format ist inspiriert von Jetlag. Kannst du? Das kann man so machen. Das war es. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und Herzlichen Dank. herzlichen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich habt ihr gleich viel Spass gehabt wie wir. Ah, jetzt machen wir einfach weiter. Okay. Ja gut, dann machen wir weiter. Wir weisen euch gerne als letztes Mal darauf hin, wir sind inspiriert worden vom Format Jetlag. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, das dürft ihr gerne mal reinschauen. Jan ist ein Arschloch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja. Genau. Bis zum nächsten Mal.